Wir sind heute hier in Uelzen und sprechen gemeinsam mit der Uelzener Versicherung über deren Jira Cloud-Migration. Die Uelzener ist bekannt für ihre Tierversicherungen und feiert in diesem Jahr sogar 150-jähriges Jubiläum. Ich bin Marie Organiszak, bin seit 17 Jahren bei der Uelzener Versicherung und seit 3 Jahren betreue ich Jira und kümmere mich dort um das Anforderungsmanagement, aber auch um alle administrativen Aufgaben. Ich bin Bettina, ich bin Product Owner von Confluence und arbeite zusammen mit der Marie in unserem Atlassian-Team. Wir betreuen die Produkte Jira, Jira Service Management und Confluence. Was hat euch denn dazu bewegt, dass ihr letztendlich gesagt habt, ja, wir gehen jetzt in die Cloud? Ja, wir haben dann natürlich geguckt, was bietet Data Center und was bietet die Cloud. Und Data Center würde uns einfach viel mehr Aufwand generieren, was so konfigurative Arbeiten betrifft. Und in der Cloud hast du halt einfach viel mehr Möglichkeiten. Ne? Du bist, Updates werden automatisiert gezogen, hast nicht mehr die konfigurativen Aufgaben. Und ja, was für uns halt sehr lukrativer war, dass Assets mit drin war, was wir noch nicht nutzen, aber das kommt noch mal irgendwann und unsere ITler waren sehr begeistert, dass das mit drin ist. Hattet ihr zu Beginn Bedenken, in die Cloud zu wechseln und wenn ja, wie habt ihr die dann aus dem Weg geräumt? Wir sind ja als Versicherung ein Finanzunternehmen und wir haben die Aufsichtsbehörde, die BaFin, die bestimmte Vorgaben, relativ strenge Vorgaben an uns gibt. Da mussten wir erstmal prüfen, sind wir überhaupt BaFin-konform und was müssen wir vielleicht erfüllen, was muss die Cloud erfüllen. Wir haben da Gott sei Dank sehr tolle Ansprechpartner bei Cybert Media gehabt, die uns da ja, das ganze Projekt aufgebaut haben, alle Funktionen an sich angeschaut haben, geguckt haben, okay, da könnte es kritisch werden, da müssen wir vielleicht manuell alles nachpflegen. Aber ja, Jira bietet ja die Funktion, dass es alles mit einem Klick auch migriert wird. Und dann kann man sehen, wo die Herausforderungen auch sind. Was sind deiner Meinung nach die Stärken von Jira Cloud? Jira Cloud ist einfach ein größeres Gesamtpaket. Man hat ja nicht nur das Produkt, was man vorher im Server hatte, sondern man hat auch das Asset, man hat die Vollautomation. Die wird besonders gerne von unserem Entwicklungsteam benutzt. Also zum Beispiel Marie, die spielen sich da total gerne aus. Also was ich persönlich ganz cool finde, ist einfach, dass du die Struktur von den Tickets dir sehr individuell einstellen kannst. Du hast nicht das klassische Schema, also doch, grundsätzlich erstmal ja, aber du kannst dir gewisse Felder anpinnen. Das heißt, du kannst deine Einsicht nach deinen Wünschen einstellen, weil irgendwelche Felder sind für dich vielleicht immer wichtig zu sehen auf einen ersten Blick. Wenn wir so ein bisschen über die Einführung sprechen, wie lief bei euch der Prozess im Unternehmen ab? Also wir haben uns ja, nachdem wir uns entschieden hatten, Jira und Confluence zu trennen, die Cloud-Migration, mussten wir erstmal schauen, okay, wie wollen wir das Ganze zeitlich einfach aufbauen. Alles mit Unterstützung von Cybert Media. Wir hatten dann ein Migrationsprojekt beauftragt und die Kollegen haben dann für uns einfach die einzelnen Phasen aufgelistet. Und dann war für uns auch schnell klar, okay, datenschutzrechtlich alles abgesichert oder eher nicht. BaFin musste gecheckt werden, dann mussten intern noch einige vertragliche Prüfungen vorgenommen werden. Ja, und dann haben wir schon angefangen mit der Migration, mit mehreren Tests. Wir hatten auch ein Team von euch hier, unser Projektteam, dass wir so einen Workshop-Tag gemacht haben, so einen kleinen Hackathon, wo wir uns um die einzelnen Themen gekümmert haben. Also einmal war das die Benutzerverwaltung, wie geht das? Und wir haben dann mehrere kleine Tests durchgeführt und nach den Tests natürlich immer wieder oder mit kleine Migrationen durchgeführt und nach den Tests dann immer getestet und geguckt, klappt es? Und so, bis wir dann schließlich den Startschuss gegeben haben. Und was war euch beim Projektverlauf vielleicht besonders wichtig und wie konnten wir als Partner da euch unterstützen? Ja, wir brauchten vor allen Dingen einen Partner, der Erfahrung hatte, der schon mal Migration durchgeführt hat in Jira und Jira Service Management und genauso Confluence, weil wir uns ja auch vor der Frage standen, machen wir alles zusammen oder machen wir es einzeln, welche Konsequenzen hat es. Wichtig war uns natürlich, wir haben ja auch mehrere Apps in den Systemen, dass wir erstmal geklärt haben, welche Apps gibt es überhaupt in der Cloud und welche gibt es nicht und natürlich ein kurzer Draht zu Atlassian. Wirklich bei schwerwiegenden Problemen, wo man nicht weiter weiß, wo wir einfach auch als Anfänger, sage ich mal, nicht wissen, woran liegt es eigentlich? Liegt es jetzt, weil wir das irgendwie falsch gemacht haben oder ist es vielleicht was im Produkt? Also wenn man sowieso euch als Partner kennt, dann weiß man, dass es total sinnvoll ist, mit euch das Ganze auch durchzuführen. Man denkt einfach an gewisse Schritte so nicht, ne? Und diese Dinge, die dann auch während der Testphase aufgefallen sind, da brauchte man einfach auch die Erfahrung von euch, weil sonst hätte man sich da wahrscheinlich hätte das zu viel Zeit gekostet, auch einfach sich da selber reinzulesen. Zum Abschluss noch eine Frage. Wenn du die Jira Cloud Migration mit einem Wort beschreiben müsstest,
Welches wäre das? Aufregend. Abenteuerlich. Danke. Dann vielen Dank, dass du hier mit mir gemeinsam das Interview geführt hast. Danke, dass wir in Uelzen hier sein dürfen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg für eure Confluence Cloud Migration. Vielen Dank.